Die Fußchirurgie ist ein relativ neues Fach in der chirurgischen Medizin und war ursprünglich in der Orthopädie oder in der Unfallchirurgie beheimatet. Ähnlich wie in der Handchirurgie ist es dann so gewesen, dass es eine Entwicklung durchlaufen hat. In dieser Entwicklung hat sich diese Fußchirurgie als eigenes Feld entwickelt, weil man doch festgestellt hat über die Jahre, dass der Fuß in der Anatomie und in der Biomechanik doch ein viel komplizierteres Organ ist, als man sich dachte. Dementsprechend wurden auch deutsche Gesellschaften für Fußchirurgien gegründet, in denen die Chirurgen trainiert wurden, an die Krankheitsbilder herangeführt wurden und demnach wurden die OP-Methoden immer feiner und schonender. Als Beispiel sei hier genannt, bei der Hallux-Valgus-Operation, Frostballen, war noch vor 10, 15 Jahren die Situation, dass die Patienten über viele Wochen einen Gips tragen mussten oder auch G-Stützen tragen mussten, Thrombosespritzen brauchten. Das alles ist weitgehend Vergangenheit. In den allermeisten Fällen ist das nicht mehr notwendig. Die Patienten können nach der Operation meistens direkt nach Hause gehen oder auch schon in einem Nachbehandlungsschuh rumlaufen. Ich selbst bin seit vielen Jahren, genauer genommen seit 16 Jahren mittlerweile in der Fußchirurgie und bin seit vielen Jahren auch ebenso rein fußchirurgisch tätig. Habe auch als Chefarzt eine Abteilung für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie gegründet und auch geführt und befasse mich ausschließlich seit vielen Jahren mit dieser Behandlungsmethoden, die immer mehr zunehmen und immer mehr verfeinert werden. Insofern kommen Sie vorbei und machen sich ein Bild, wenn Sie Fragen haben zu irgendwelchen Krankheitsbildern, die Sie plagen oder auch Problemen mit ästhetischen Blickpunkten, bin ich gerne für Sie da.